Vollkommen neu designt haben wir für euch hier den Nova Wing 2022. Ein extrem kompakt gehaltener Wing mit einer äußerst optimierten Tuchstraffung. Und erstmal kommen wir hier zu den Details. Der Leash, die ist weiterhin leicht Gurtband ummantelt, das Bungee, und komfortabel und von der Länge absolut groß genug, um den Wing problemlos wenden zu können. Die Frontschlaufe ist insgesamt recht voluminös von der Dicke und gerade groß genug, dass man noch eine auch größere Hand hineinbekommt. Dadurch ergibt sich natürlich eine sehr direkte Kraftübertragung und Führen beim Wingen in der Welle. Zum Steuern des Wings haben wir zwei längere Griffleisten. Die haben angenehmerweise einen nicht zu großen Durchmesser, sodass auch ermüdungsfrei mit Handschuhen sich bewegen lässt, und einen total angenehmen Grip. Zum Be- und Entlüften gibt es ein großes Standardventil. Das Ganze ist in ein doppeltes One-Pump-System geführt, wodurch sich der Wing sehr leicht be- und auch entlüften lässt. Die Schläuche dazu sind halt absolut gerade gehalten. So kann halt nicht so schnell etwas abknicken und gerade beim Entlüften ist der Weg immer frei. Beim Flugtuch wird hier mit einem Double Ripstop Material gearbeitet. Bei der Tuchdopplung der Abrisskante wurde hier auch nicht gespart. Das ist mehrfach ausgeführt und macht wie die gesamte Verarbeitung des Nova Wings einen sehr stabilen Eindruck. Viele Verstärkungen, klar, hilft viel bei der Stabilität, aber bringt auch Gewicht. Im Verhältnis haben wir hier 3,3 Kilo bei 5 Quadratmeter im Vergleich zu einem Strike V2 von F1 mit 2,05 Kilo. Insgesamt ist die Form hier sehr kompakt mit sehr breiten Tipps, erinnert ein wenig an den Duotone Slick von der Outline, ist aber wirklich halt ein komplett eigenes Konstrukt. Ein ganz flaches Infill-Panel ist hier zu sehen. Das Ganze geht über in eine wirklich hervorragende, gleichmäßige Tuchstraffung. Hier gibt es keine Fältchen, auch im entspannten Zustand gibt es hier absolut nichts zu sehen in dem Bereich. Verstärkung, wie gesagt, gibt es jede Menge. Entweder gummiertes Gewebe oder Kevlar-Materialien schützen den Wing auch bei Skate-Sessions. Und Langlebigkeit ist hier auf jeden Fall schon mal groß geschrieben. Dazu Fronttube-Material, wie man hier sehr schön sieht, auch ein Mehrfach-Ripstop-Material. Schauen wir hier aufs Profil, so haben wir hier eine mittlere bis flache Profiltiefe mit nur einem sehr geringfügigen V in der Mitte. Verglichen mit anderen Wings ist der Fronttube-Durchmesser hier ein klein wenig erhöht. Und schauen wir auf die Positionierung der Fenster, die sind etwas weiter entfernt von der mittleren Strut rechts und links angebracht. Gerade wenn man den Nova Wing zum ersten Mal in die Hand nimmt, spürt man halt das etwas höhere Gewicht. Allerdings ist dieser Wing so gut ausbalanciert, von der Abrisskante zur Fronttube und auch von Tip to Tip, dass das Ganze sich im Bewegen doch wiederum halt nicht schwer anfühlt. Das liegt natürlich auch nicht unwesentlich daran, dass das wirklich optimale Profil, das hier sehr schön gestrafft ist und auch jederzeit einen guten Auftrieb liefert, sehr einfach zu handeln ist. Das Starten aus dem Wasser, hier ist der Wing mit am schnellsten frei von den Tips. Er hat keine Neigung hier einzuspitzeln und er liefert sofort schönen gleichmäßigen Vortrieb. Mit den von North empfohlenen 6 PSI hier beim 5er lässt sich der Wing sehr effizient und gut anpumpen. Ein leichtes Schwingen reicht hier in der Regel schon fast aus. Wie gesagt, der Wing ist wirklich auch vortriebsstark und durch die etwas dickeren Tube-Durchmesser haben wir ein sehr steifes Konstrukt. Man kann noch mal ein klein bisschen nach unten spielen, ein halbes PSI, aber grundsätzlich ist die Angabe schon sehr gut.
Was im Fliegen auffällt, bevor man noch zu den eigentlichen Fahrleistungen kommt, ist das wunderschön ausbalancierte Gefühl hier. Wir haben genau angeordnete Griffe, die eine große Bandbreite abdecken. Wir können den Wing mit einer Hand ohne Probleme führen. Die Griffe sind im Druckpunkt optimal angebracht, der ist auch sehr definiert, sodass wir eine große Bandbreite haben. Selbst bei starkem Wind wandert der nicht, dass man hier höheren Druck auf der hinteren Hand bekommt, sondern alles bleibt schön ausgewogen und stabil. Da macht sich natürlich halt der etwas dickere Durchmesser bei den Struts bemerkbar, die das ganze Konstrukt hier sehr steif halten. Wie erwähnt, der Nova Wing 2 geht früh los und erreicht auch schnell eine gute Endgeschwindigkeit. Ebenfalls auf dem Anwendkurs ist das Ganze hier mit guten Werten bestückt. Es gibt vergleichsweise klar Wings, die insgesamt flacher vom Profil sind, wie Ansys, die neuen Duotone D-Lab-Geschichten. Da geht es alles nochmal ein bisschen besser gegen den Wind, weil insgesamt halt ein dünnerer Fronttube-Durchmesser und flachere Profile gegeben sind. Dementsprechend passt der Nova Wing 2 auch am besten zu Foils unter dem Brett, die eine mittlere bis hohe Geschwindigkeit vollziehen können. Wir haben das Ganze jetzt hier kombiniert mit Flügeln zwischen 800 Quadratzentimetern bis 1500 Quadratzentimetern und gerade bei den schnelleren kleinen Flügeln haben wir gemerkt, halt, dass da die Tags und alle Manöver gegen den Wind halt ein bisschen mehr Drag oben am Wing produzieren. Da ist der Flügel unten einfach gefühlt noch mal ein bisschen schneller als dieser Wing. Vergleichsweise sind alle Halsen vom Handling absolut unübertroffen. Hier gibt es kaum etwas Besseres. Dieser Wing liegt hier so derartig easy in der Hand und kann jedes Manöver mit einer Hand mühelos vollzogen werden, weil keine Kräfte zum Drehen benötigt werden. Für denjenigen, der am liebsten in der Welle fährt, der wird den Nova Wing sicherlich auch schätzen aufgrund seiner wirklich sehr schönen Ausbalanciertheit. Nichtsdestotrotz ist aber auch hier das Gewicht halt stets halt zu spüren. Das heißt, in allen Situationen, wo sich der Wing nicht durch die Anströmung selber trägt oder selber tragen kann, hat man immer das Gefühl, man muss noch etwas Zusätzliches in der Hand halten. Da gibt es halt mittlerweile, wie gesagt, halt sehr leichte Wings, die dann im Vergleich dazu nochmal deutlich leichter erscheinen und da insgesamt vielleicht einen kleinen Tick attraktiver sind. Nichtsdestotrotz ist alles mit diesem Nova Wing ohne weiteres möglich und der macht hier seinen Job in dem Bereich gut und solide. Die gute Geschwindigkeit, die sehr geringe Trägheit bei Rotationen des Wings und dieses insgesamt tolle, ausbalancierte Feeling empfehlen logischerweise den Nova Wing auch für den besseren Freestyler und für die Leute, die springen wollen, weil hier auch immer ein guter Lift vorhanden ist grundsätzlich. Nichtsdestotrotz ist das Ganze hier aber auch für den absoluten Einsteiger eine wirklich schöne Sache. Hier geht es darum, um die ersten Anfänge, die Schwierigkeit, dass man mit anderen Wings halt leichter mal mit dem Tipp hängen bleibt, was hier aufgrund der kompakten Geometrie einfach nur sehr schwer erreicht werden kann. Zudem braucht man über die hintere Hand wenig Korrekturen ausführen. Das Ganze ist wirklich so, dass es sich selbst balanciert und selber schön präzise an die richtige Stelle schwebt. Die Drehung des Wings erfolgt mit wenig Kraft über eine Hand. Und das Ganze vollzieht sich einfach sehr schnell, ohne dass es dabei jetzt irgendwie nervös oder übertrieben sportlich wäre. Ebenfalls begeistert hier dieses ausgewogene Handling schon den Intermediate Freerider, der einfach seine Halsen und Wenden mit dem Nova Wing vollziehen möchte. Das geht hier leicht und einfach und man kann sich hier sehr schnell halt nur auf das Steuern seines Boards und Foils bzw. kümmern.
Und dieses gewisse Maß an Selbstverständnis, die dieser Wing hier einfach produziert und jedem, der den Wing fliegt, halt sofort zur Verfügung gestellt wird, das ist das, was ihn definitiv auszeichnet. Von den Fahrleistungen ist er einfach in der Riege halt der modernen Wings zu 100% angekommen. Tuchstraffung ist optimal, die Steifigkeit des Gerüstes ist optimal. Und auch bei seinen Fahrleistungen muss er sich definitiv hier vor keinem anderen Mitbewerber verstecken. Im Bereich Welle ist das Handling ebenfalls hervorragend. Wie gesagt, wir haben es angesprochen, etwas geringeres Gewicht könnte hier nochmal helfen, halt der Perfektion entgegenzuarbeiten. Also für jeden, der die Direktheit von Wings mit Griffen bevorzugt, der sollte auf jeden Fall den Nova Wing auch auf seinem Zettel haben. Von unserer Seite gibt es hierfür einfach nur einen sehr empfehlenswert.